Hallo, liebe Käferfreunde. Wisst ihr noch, wer Franz Josef Strauß war? Wahrscheinlich ja eher nicht, obwohl hier sind wir ja bei YouTube und bei YouTube, wenn ich das richtig in den Analysen sehe, ist ja die Zuschauerstruktur ein bisschen anders als bei Insta. Bei YouTube schaut dann die etwas gesetztere Generation zu und die wissen, wer Franz Josef Strauß war, die wissen aber nicht und fragen sich jetzt, wie um alles in der Welt will der Typ jetzt die Kurve kriegen zu Winkern und 6-Volt-Technik. Das ist kein Problem für mich. Passt gut auf. Es ist in der wechselvollen Geschichte zwischen dem Nachrichtenmagazin Spiegel und Franz Josef Strauß nur sehr selten, ich glaube sogar nur einmal vorgekommen, dass beide sich wirklich einig waren. Und das war Ende der 50er Jahre, als der Spiegel titelte Wie lange noch? Und darunter einfach das Bild eines Käfers. Damals wusste jeder, was gemeint war. Der Subtext war natürlich eine Frage an Herrn Nordhoff: Wie lange willst du dieses Auto noch bauen? Wir erinnern uns, damals hieß es alle 2 Jahre Facelift, alle 2 Jahre gab es ein neues Ford-Modell, alle 2 Jahre gab es einen neuen Opel. Bei Mercedes ein bisschen längerer Zeitraum, aber irgendwann stand das an und Herr Nordhoff baute Käfer und baute Käfer und baute Käfer und vielleicht auch noch ein VW-Bus, aber das war eine andere Klasse. Und deswegen legte sich der Spiegel in Personalunion mit Franz Josef Strauß, mit Herrn Nordhoff an und sie kritisierten Herrn Nordhoff für seine sehr sture Modellpolitik. Und wenn man dem Spiegel und Herrn Strauß damals gesagt hätte, dass das Spielchen noch bis zum Jahr 2004 so weiterging, dann hätten sich beide vor Scham in ihr Schwert gestürzt. Haben sie nicht gemacht. Franz Josef Strauß hat sich selber erlegt und den Spiegel gibt es heute noch. Aber das ist eine andere Geschichte. Man hätte Herrn Nordhoff auch fragen können, warum Ende der 50er Jahre noch Winker und wie lange noch? Und Herr Nordhoff hätte auf seine kühle Art geantwortet: Solange wie ich noch Winker zum Verbauen habe. Man muss sich ja vor Augen halten, die anderen Automobilhersteller hatten sich vom Winker schon Anfang, aber allerspätestens Mitte der 50er Jahre verabschiedet und eine Blinkanlage eingeführt. Bei VW hielt man daran fest und nur im USA-Export gab es ab 1955 eine Blinkanlage, aber auch nur, weil man musste, weil die amerikanischen Zulassungsvorschriften einen Winker nicht mehr zuließen. In der Bundesrepublik hatte Volkswagen als quasi staatseigener Konzern, das war ja immer noch nicht geklärt bis zum Jahr 61, hatte Volkswagen so viel Macht, dass man mit einer Lex Nordhoff die Verabschiedung der Änderung der Straßenverkehrszulassungsordnung so lange hinauszögern konnte, bis alle Winker, die auf Lager waren in Wolfsburg, dann aufgebraucht waren. Das war irgendwann im Sommer 1960, dann gab es dann auch eine Blinkanlage. Und so lange gibt es am Käfer Cabrio und am Bus eben Winker. Und das freut uns heute natürlich ganz besonders, weil das ist ja eine sehr charmante Sache. Ne? Die Passanten auf dem Bürgersteig lachen sich kaputt, wenn sie das sehen. Und die Älteren sagen so: Weißt du noch, Erna? Und da sind wir ja auch alle irgendwie stolz drauf, wenn wir sowas am Auto haben. Nur funktionieren muss es natürlich. Und heute, wo wir ja unsere Autos nicht mehr aus dem Anzeigenteil der FAZ suchen, sondern wir gehen in den Wald und holen uns da unseren Käfer oder unseren T1. Wer hat überhaupt damit angefangen? Ich weiß gar nicht, wer diesen Quatsch begründet hat. Das muss ich mal in einem anderen Video thematisieren. Jedenfalls dann holen wir aus dem Wald unser Fundauto und da sieht dann der Winker eher so aus. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wir rufen den Onkel Florian an und der greift in seine alte Mottenkiste und sucht hier eine Packung NOS-Winker aus den 50er Jahren raus. Aber da ist natürlich ein Preisschild dran. Wer das haben will, schreibt mich an. Und die anderen nehmen es natürlich sportlich und sagen so: Nee, 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 nee. Wir machen es wie der Onkel Florian mit seinem Waldfundbus und restaurieren sowas. Denn die Zubehörindustrie, also ich, stellt auch für solche unrettbaren Fälle etwas zur Verfügung. Dafür habe ich jetzt hier einen Winker-Reparatursatz gemacht. Und bevor ich euch den vorstelle, steigen wir nochmal so ein bisschen tiefer in die Geschichte der Winker ein.
Bei Volkswagen war es nämlich so, dass Herr Nordhoff angeordnet hatte, für jedes Teil, was wir nicht selber in Wolfsburg herstellen, was wir also von außen kaufen, haben wir immer mindestens 2 verschiedene Produzenten, die dasselbe Teil produzieren und parallel zueinander zum Band liefern. Das kennen wir alle von den Scheinwerfern. Da gab es nämlich immer Bosch und immer Heller. Man kann nicht sagen, am 60er ist es Bosch und am 61er ist Original Heller. Nein, das war, wie es gerade rechts oder links vom Band stand. Warum wollte Herr Nordhoff das so? Ganz einfach, er wollte etwas verhindern, was sich zum Beispiel vor ein paar Jahren bei Ford in Köln abgespielt hat. Da standen die Bänder für die Fiesta-Produktion still. Warum? Weil in Spanien bei Valeo die Arbeiter streikten und keine Wischer fertigten. Das steht dann bei Ford, das Band. Ne? Die schlauen Manager, die sich da sowas ausdenken mit Just in Time und keine Lagerhaltung mehr und Lean Chain Production. Oh, furchtbar! Ne? Hört auf Herrn Nordhoff, dann passiert euch sowas nicht. 2 Lieferanten mindestens, meistens sogar 3 oder 4 oder noch mehr. Und bei den Winkern hieß das, auch 2 verschiedene Lieferanten und so ähnlich, die sich auf den ersten Blick sehen. Sie sind ja beide gleich groß, die müssen ja beide in den Schlitz in der B-Säule passen. So unterschiedlich sind sie im Detail. Welche beiden Firmen gab es? Es gab zum einen die Firma SWF, die sehen wir hier mit diesem Rautenlogo. Das hieß Süddeutsche Wischerfabrik, glaube ich, in Bietigheim. Bei Stuttgart ist das. Süddeutschland und das Schwabeländle, eine Hochburg der Feinmechanik. Und so ein Winker ist Feinmechanik. Gar nicht weit davon entfernt war die Firma SHO. Das ist übrigens hier hinten am Winker immer eingestempelt. So, vielleicht gucken wir uns das mal genau an. Hier ist das SWF-Logo, die Raute. Und hier ist das Logo der Firma SHO. SHO ist die Firma Striebel. Die gab es dann auch noch sehr lange. SWF ist im Valeo-Konzern aufgegangen. Und im Detail unterscheiden die sich schon doch ganz maßgeblich. Das Glas ist anders hier bei der Befestigung, die ganze Mechanik ist anders, die Spule ist ein bisschen anders und wenn man jetzt mal hier oben sich das anguckt, der SHO-Winker ist überall vernietet. Das macht natürlich wenig Spaß beim Restaurieren. Bei SWF sieht das Ganze schon ganz anders aus. Da kann man mit wenigen Handgriffen diesen Winker zerlegen und wieder fein machen. Zum Glück ist ab 1954, ab Januar 54, als der Glattwinker den Rillenwinker ablöste, ab dann ist der Anteil von den einfach zu restaurierenden SWF-Winkern viel höher als der SHO-Winker. Das heißt, wenn ihr heute an eurem Waldfund Käfer oder Waldfund Bus so ein Ding rausholt, dann habt ihr gute Chancen, dass das von SWF ist. Hier ist es auch so und da gehen wir jetzt wie folgt vor. Ich zeige euch das mal. Erster Handgriff ist, dass wir hier die Feder der Arretierungssperre sichern. Wir nehmen uns hier so ein kleines dünnes Drähtchen, gehen hier oben durch das Öhrchen von der Feder, haken die aus. Hier ist die Feder. Und der Draht hindert jetzt die Feder davon, in den Tiefen des Winkers zu verschwinden. Das wäre nämlich doof. Dann nehmen wir uns hier so eine Spreizzange und drücken hier diese Blechleins ein bisschen auseinander. Dann kann man nämlich schon hier den Kolben, der in den Magneten hineingeht, herausziehen. Jetzt guckt euch den mal an, wie furchtbar vermockt der aussieht. Kein Wunder, der hat jetzt 60, 70 oder im Extremfall sogar 80 Jahre im Wald gelegen. Und der muss natürlich glatt sein wie ein Babypopo. Und selbst bei Winkern, die jetzt nicht so lange im Wald gelegen haben, ich habe hier mal eine Auswahl bereitgelegt, da sieht das auch ein bisschen besser aus, aber auch das muss ganz glatt sein. So, was macht man damit? Man spannt es hier ganz vorsichtig in den Schraubstock ein, nicht zu feste zudrehen, dass da keine Beschädigungen am Kolben sind und dann nimmt man sich den Dremel und macht das Ding sauber und glatt. Das geht ganz einfach. Und dann baut man das Ganze wieder ein und dann ist der Winker auch wieder potent. Dann kann dieser Kolben hier vom Magneten angezogen werden und der Winker fährt mit voller Potenz wieder aus, als sei es ein 13-Jähriger, der zum ersten Mal der Mädchenfeuchte angesichtig wird. So,
Da braucht man natürlich auch ein Schmiermittel und da gehen wir jetzt nicht, wie ich das so oft bei anderen Teilen sage, zu DM und holen uns Gleitgel, sondern da brauchen wir was Spezielles. Und zwar brauchen wir Waffenöl für Feinmechanik. Bitte niemals normales Mineralöl, Motoröl nehmen, weil das führt hier zu Verharzungen und führt dazu, dass der frisch restaurierte Winker sofort wieder voll ist mit Dreck und Staub und dann war die Arbeit umsonst. Dafür brauchen wir harzfreies Waffenöl. Wo kriegt man denn das? Äh, Zum Beispiel bei mir, denn ich habe hier einen Reparatursatz, wie ich eingangs schon erwähnte, für euch kreiert mit den Teilen, die ihr auf jeden Fall braucht, um diesen Job zu machen. Und jetzt machen wir mal auf und gucken da rein. Ah, sieh mal an, hier ist Ballistol drin. Ballistol ist ein wunderbares Zeug, eine ganz kleine Sprühflasche. Wir brauchen ja auch nicht viel. Und das ist Waffenöl, kein Witz, sehr universell einsetzbar, kann man auch zur Fellpflege vom Hund nehmen. Wirklich wahr. So, was haben wir hier noch drin? Wir gucken mal rein. Wir haben zwei nagelneue 6 Volt Sofiten und die gibt es wirklich nur für den Winker in dieser Kiste in 6 Volt, weil es hat ja keinen Sinn, hier 12 Volt reinzumachen, denn mit 12 Volt brennt die Spule durch. Ja, ich weiß, bei euch brennt sie nicht durch, aber lasst mal den Winker 5 Minuten an der Ampel draußen stehen und dann brennt sie eben doch durch. Also 12 Volt Umrüstungen sind ja sowieso grundsätzlich abzulehnen. Also 6 Volt Sofiten neue sind drin, denn Glühlampen, auch wenn sie nicht durchgebrannt sind, altern. Und 3 Watt ist ja eh schon sehr funzlig, die sollte man also neu machen. Dann ist hier die Kabelzuleitung für die Sofite dabei. Und das ist ein ganz dünnes, aber flexibles Käbelchen hier. Das geht hier lang. Das darf hier auch nicht dick sein, weil sonst kommt es mit der Mechanik in Trouble. Ne? Also es muss dünn sein und flexibel, darf ja auch nicht brechen und geht dann hier unter der Abdeckung für die Spule entlang. Abdeckung für die Spule, das ist ein Textilband. Hier sieht man es, das löst sich nach 50 Jahren, 60 Jahren löst sich das auf. Meistens ist es ganz weg. Und hier an unserem Waldfund ist es natürlich auch weg, sieht ein bisschen doof aus. Man kann auch ohne fahren, aber wir wollen es ja perfekt haben. Deswegen habe ich dieses spezielle Textilklebeband für euch besorgt und zugeschnitten. Und das kann man da um die Spule drum machen. Und dann habe ich noch hier drin die zentrale Befestigungsschraube, womit der Winker festgemacht wird. Die ist nämlich meistens weg. Und wenn sie nicht weg ist, dann sieht sie so aus. Hier, der Winker, der ist ja die letzten 60 Jahre nicht ausgebaut worden. Deswegen sitzt die Schraube hier bombenfest und deswegen ist die Schraube hier, wenn sie überhaupt da ist, immer vernudelt. Das ist keine Normschraube, das ist eine sehr spezielle Schraube. Habe ich extra hier beim Fachdrehbetrieb machen lassen. Und diese Schraube hat, wir nehmen uns mal hier das NOS-Teil, um es zu zeigen. Diese Schraube hat hier hinten eine sogenannte Unverlierbarkeitssicherung. Das ist so eine kleine Scheibe, die sitzt hier in der Nut und verhindert, dass diese Schraube, wenn man sie losgemacht hat, sich nach unten in die B-Säule verabschiedet. Kriegt man auch nirgendwo, auch die habe ich nachgemacht und die ist hier in dem Reparaturkit drin. Und die kommt dann hier in die Nut rein und schon ist es wieder perfekt original. So, dieses Winker Reparaturset. Wo kriege ich das? Die VW-Uralt-Spezialisten Carola und Peter Ebeling in Berlin, die haben es schon im Programm. Ich verlinke das. Peter und Carola Ebeling, peterebelingberlin.de, die haben es schon auf Lager. Die anderen FEWIP-Partner, sofern sie Fans der 6-Volt-Technik sind, was ich hoffen möchte, die haben es dann bald auch im Programm. So, was für ein Sermon. Jetzt haben wir wieder was gelernt und ihr guckt euch heute Abend bitte bei YouTube dieses Doku-Drama über Franz Josef Strauß und Rudolf Augstein, dem Chefredakteur und Besitzer des Spiegels, an. Es ist super interessant, man wird wirklich nicht dümmer davon. Und nächste Woche heißt es Hefte raus, Klassenarbeit und dann frage ich euch dazu ab. Bis dann. Tschüss.